Servus zusammen. Heute möchte ich mal für den Tabletop-Spieltisch ganz schnell und einfach ein paar Wälder bauen. Und ich möchte gleich mal mit der Base anfangen. Der Gedanke ist, dass das Geländestück, also der Wald, dann einfach zu bespielen ist, keine fixen Bäume oder irgendetwas ähnliches. Daher ganz einfach die Entscheidung mit einer MDF-Untergrundplatte für die Base. Und diese Platte wird eben als Grundlage dienen, die dann ganz einfach gestaltet wird. Damit fange ich jetzt auch dann gleich an. Und im zweiten Schritt geht es dann weiter mit den Bäumen selbst. Aber wie gesagt, mal am Anfang hier die Grundplatte. Ich habe mir da ein paar zurechtgerichtet. Wichtig hierbei ist vielleicht nur, dass ihr darauf achtet, entweder wenn ihr es so wie hier macht wie ich, dass ihr euch Bases in einer Größe besorgt, die für das jeweilige Spielsystem passen. Denn zum Beispiel in meinem Fall hier war der Gedanke, das Ganze für Freebooters Fate unter anderem zu machen. Und da gibt es ja die Wälder mit einer, oder beziehungsweise die Möglichkeit, durch Wälder bis 10 cm unter anderem durchzusehen. Und da ist natürlich dann wichtig, darauf zu achten, dass man auch Wälder hat, die breiter sind als 10 cm, damit nicht jedes Modell einfach durch den Wald durchsehen kann und dann erst wieder eine Sichtlinie hat, sondern der Wald soll ja auch als sichtblockierendes Gelände dienen, unter anderem. Und daher sollte man je nach Spielsystem eben gleich von Anfang an das Ganze im Auge behalten. Ich bin hier jetzt dann mit dem Thema vorgegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe keine Möglichkeit, mir großartig selbst was zurechtzuschneiden. Daher kaufe ich fertige Bases aus MDF und habe eben darauf geachtet, dass diese hier teilweise, so wie hier mit 17 cm oder hier, dann doch breiter sind als die 10 cm, um Sicht zu blockieren, und habe eben auch noch kleinere Bases dazu genommen, die dann auch hier die Sicht blockieren in diesen Bereichen, dann aber in den schmalen Seiten dann doch auch Sicht durchwegs zulassen. Und das mal so als erster Punkt, als kleine Info, wenn ihr nicht unbedingt etwas selbst zuschneiden wollt. Und dann kommen wir auch gleich zur Gestaltung der Base selbst. Für den Untergrund nehme ich hier ganz einfach fürs erste Wet Ground. Der Gedanke einfach einen einfachen Waldboden eben darzustellen, der dann durchaus für den Spieltisch geeignet ist zum schnellen Spielen und mit der Möglichkeit nach diesem das Ganze noch immer weiter zu verfeinern. Ich werde es für das erste Mal mit diesem Wet Ground hier beginnen. Von AK Interactive habe ich mich dazu entschieden. Falls euch das interessiert, ich habe das schon verwendet bei meinen Multibases für Kings of War, für die Northern Alliance. Ich werde euch das Video oder die Videoreihe dazu auch verlinken, falls euch auch dieses Thema interessiert, aber das Ergebnis werdet ihr ohnehin hier dann sehen. Und wenn wir uns das anschauen, das ist eben eine Paste, die wir hier dann auf die Base auftragen werden. Ich habe mir dafür auch, weil das dementsprechendes Material ist, auch hier ganz einfache und günstige Pinseln gekauft. Das war ein Set für, keine Ahnung, 1,50 € oder 2 € im ganz normalen Bastelladen. Und mit dem werde ich das hier jetzt auftragen für beide Bases. Und da müsst ihr gar nicht so sehr aufpassen, gar nicht so zimperlich vorgehen. Das könnt ihr einfach hier rauf geben. Je nachdem, zum Beispiel bei den Figuren oder bei den Multibases für Kings of War, da habe ich ja dann noch wesentlich mehr damit vorgehabt oder mehr vor mit den Eisgestaltungen, mit der ganzen Thematik. Da ist es dann so, dass ich hier die Bases grundiert habe. Diese Notwendigkeit sehe ich hier aber aktuell nicht, weil das Ganze soll nur eine einfache Struktur bilden, um dann hier die Bäume, die dann auf eigenen Bases stehen werden, eben drauf zu stellen.
damit das Ganze einfach optisch etwas mehr hergibt. Wie gesagt, das muss hier auch nicht sonderlich hübsch werden oder da müsst ihr auf nichts aufpassen. Einfach diese Paste hier rauf klatschen. Man kann hier natürlich auch dann wesentlich größere Pinsel noch verwenden, wenn man größere Geländestücke hat. Aber der Gedanke, wie gesagt, hier mal nur schnell diese Paste aufzutragen, um dann hier mal den Untergrund zu bilden für eine Wildbase, die dann ja auch ohne das Gelände schon ganz gut verwendet werden kann, dass man zumindest sieht, dass man hier dann im Wald damit darstellen möchte. Was hier noch vielleicht interessant ist, ihr könnt hier dann, so wie ich gerade mache, noch ein bisschen Wasser auf den Pinsel geben, wenn ihr fertig seid, und dann noch so ein paar Stellen reinziehen. Das trocknet dann ein bisschen anders auch aus und wirkt dann auch am Ende noch ein bisschen vielleicht realistischer, wenn man so sagen möchte. Die werden jetzt hier dann zum Trocknen liegen gelassen und dann kümmern wir uns in der Zwischenzeit mal um die Bäume. Während unsere Bases jetzt am Trocknen sind, und das wird doch ein wenig dauern, bis diese Paste von AK ganz durchgetrocknet ist, werden wir hier weitermachen mit den Bäumen. Wie ihr hier seht, ich habe da schon ein bisschen vorgearbeitet, weil ich nicht so dran gedacht habe, ich könnte ja hier ein Video dazu machen, aber das soll jetzt nicht stören dabei, denn was ich hier gemacht habe, war ganz einfach. Ich habe mir hier einerseits 30 bzw. 25 mm Rundbasen dazu gekauft, zu den Bases für die Grundplatte der Wälder, und habe hierauf einfach ein wenig Green Stuff und in dem Fall Milliput gegeben, dann ein Loch da rein gemacht mit einem der Wälder, und als das dann fertig durchgetrocknet war, habe ich einfach die einzelnen Bäume reingeklebt, die eben ganz normal im Handel zu kaufen sind. Da habe ich jetzt nicht selbst was gemacht, sondern das sind fertige Wälder, oder fertige Bäume, die man so kaufen kann, ohne dass man hier noch viel braucht. Ich habe mich jetzt da für diese Variante entschieden, weil ich keine Möglichkeit habe, hier ein Loch zu bohren in die Base. Ich würde auch empfehlen, ich habe, wenn man hier schaut, zwei verschiedene Bases genommen. Einmal die größeren 30 mm und kleinere 25er. Habe aber mittlerweile gemerkt, weil ich habe nicht nur diese 3 Bäume vorbereitet, sondern wesentlich mehr, dass die 25 mm Bases teilweise, wenn die Bäume nicht so gerade geklebt sind oder wenn man da ein bisschen Variation auch reinbekommen möchte in Bezug, sie ein bisschen zu knicken oder ähnliches darstellen zu wollen, dann ist das mit diesen Bases nicht so klug. Daher meine Empfehlung, nehmt größere Bases, mindestens 30 mm Bases. Ich würde aber sogar sagen, wenn ihr sowas macht, dann nehmt große Bases mit 40 oder vielleicht sogar 50 mm, aber 30 mm auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und eben, wie gesagt, ich habe hier diese Modelliermasse genommen und hier diese Löcher dann reingemacht, um einfach die Klebefläche dann auch zu vergrößern, damit die Bäume besser halten. Ich kann es nur empfehlen, als zweite Variante, bohrt Löcher in die
Grundbase selbst und klebt dann dort direkt die Bäume mit rein. Dann spart ihr euch die Arbeit mit der Modelliermasse, so wie ich hier. Ich habe das ganz einfach deswegen, wie gesagt, gemacht, weil ich einfach nicht die Möglichkeit jetzt hatte, diese Löcher zu bohren, und daher habe ich eben diese Variante gewählt. Und das geht eigentlich ganz schnell. Ich war da, glaube ich, eine halbe Stunde beschäftigt und habe da eine ganze Reihe von Bäume zusammengeklebt und vorbereitet, und mittlerweile sind die Modelliermassen auch schon schön durchgetrocknet, sodass auch hier nichts mehr sein kann. Das hält eigentlich alles ganz schön und fix. Und was hier jetzt als nächstes noch passiert, da ist einfach, dass hier auf die Bases der einzelnen Bäume dieselbe Wet-Ground-Paste draufkommt wie auf die Grundbases der Wälder selbst. Das werde ich euch jetzt aber nicht mehr zeigen, das habt ihr vorhin schon gesehen, funktioniert einfach genau gleich, nur halt nehme ich ein bisschen einen kleineren Pinsel dafür, aber sonst gleiches Vorgehen, einfach auftragen und dann trocknen lassen. Wir sehen uns dann, wenn bei allen Bäumen der Untergrund aufgetragen ist und das alles schön durchgetrocknet ist. Bis gleich. Und hier haben wir jetzt unser vorläufiges Endergebnis. Wie ihr seht, ich habe hier 4 Bases gemacht, wie schon vorher gesagt und auch zu sehen war. Ich habe die Bases nur mit dieser Wet Ground Paste bestrichen und das trocknen lassen über Nacht. Mehr ist hier nicht passiert. Man könnte da jetzt natürlich noch nacharbeiten, aber wenn man sich jetzt hier hinten die Bases ansieht, die nicht weiter behandelt worden sind, zusammen mit den Bäumen darauf, dann lässt sich das schon ganz gut für den Spieltisch gebrauchen. Ich würde nur noch als kleiner Tipp auf jeden Fall, das habe ich vorhin schon gesagt, darauf achten, größere Bases für die Bäume zu verwenden. Macht das Ganze einfach stabiler. Ich habe mich hier aber ganz bewusst auch dazu entschieden, diese kleineren Bases zu nehmen mit 25 und 30 mm und diese auch zu mischen, weil ich so die Möglichkeit habe, bei einem Spiel mit Einzelfiguren wie Freebooters Fate, hier jetzt, wenn wir uns die Wälder ansehen, einfach die Figuren reinstellen kann, ohne die Bäume wegnehmen zu müssen. Man muss natürlich dann ein bisschen aufpassen, weil die natürlich nicht so stabil stehen auf dem Untergrund, weil es doch ein bisschen dann uneben ist. Aber ansonsten, es sieht meiner Meinung nach in einem solchen Fall einfach besser aus. Hätte ich bewusst jetzt einen Wald gebaut für zum Beispiel Kings of War, wo es keinen Sinn macht, die Bäume stehen zu lassen während dem Spiel, wenn man dann eine Einheit hinein oder durchbewegt, dann hätte ich natürlich größere Bases genommen für die Bäume, damit diese besser stehen, weil die dann sowieso abgeräumt werden, wenn sich eine Einheit im Gelände, im Wald befinden würde. Aber in dem Fall meine Überlegung, man hat hier jetzt die einzelnen Bäume, die man dann einfach wegnehmen kann, das ist eben der Gedanke dabei. Und ich habe hier auch beide Sachen aufgestellt, einmal die Grundbasis alleine und einmal mit den Bäumen darauf, weil ich das Thema ein bisschen noch ansprechen wollte, wieso ich das so gemacht habe und zum Beispiel nicht, was man ja auch machen kann oder häufig sieht, dass ich dementsprechend für die Bases Aussparungen gebohrt habe in den Grundbases der Wälder, um dort dann die Bäume reinzustellen, hat einen ganz einfachen Grund. Mir gefällt das optisch nicht. Also so sieht es meiner Meinung nach besser dann aus auf dem Spielfeld, wenn keine Wälder darauf stehen, keine Bäume, weil wenn man zum Beispiel Einheiten auf dem Gelände oder in dem Gelände stehen hat und daher die Bäume nicht brauchen kann, dann nimmt man die ganz einfach weg und dann sieht das ungefähr dann so aus, wenn nichts drauf steht.
Und da gefällt es mir einfach besser, das so zu haben, als jetzt mit Löchern, wo man dann den Untergrund durchsieht von der Spielplatte, Spielmatte oder was auch immer man verwendet. Daher eben die Entscheidung, das so zu machen und auch, wieso ich die gemischten kleineren Bases genommen habe und nicht etwas Größeres. Und das ist natürlich nur der Start des Ganzen. Also das ist jetzt mal so der Grundaufbau, ganz schnell und einfach. Ich glaube, ich habe für alles zusammen eine Viertelstunde gebraucht, um diese 4 Bases inklusive der ganzen Bäume, ich habe dann noch mehr für alle 4 Bases, mit dieser Paste zu bestreichen und ein bisschen Vorarbeit eben, die ich euch vorhin schon gezeigt habe, mit dem Zusammenkleben der Bäume auf die kleinen Bases. Das hat alles in allem vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert und man ist schon fertig gewesen. Also das geht schnell und einfach und ist so schon spielbereit. Man kann das durchaus schon auf den Spieltisch so packen, um eben Wälder darzustellen, eventuell sogar, dadurch, dass das doch recht feucht auch aussieht mit Wet Ground, eventuell sogar für Sumpf verwenden, wenn man möchte, schnell und einfach Sumpf. Man sieht hier natürlich, kann man auch nacharbeiten, werde ich sicher auch im Nachhinein tun, aber nur um das mal gezeigt zu haben. Und wie ihr seht, das geht easy und einfach und sieht eigentlich dann für einen Tabletop-Spieltisch nicht so schlecht aus, um was Einfaches an Gelände zu haben, das man vernünftig bespielen kann. Und da kann man von dieser Situation hier aus jetzt natürlich weiterarbeiten, indem man verschiedene Bäume verwendet. Wie ihr hier seht, habe ich ja auch hier eine andere Art Bäume noch genommen, um da ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Und man kann hier natürlich weitermachen mit der Gestaltung der Waldbases selbst oder auch der einzelnen Bases für die Bäume, dass man hier noch Dinge wie Fahne oder Pflanzen irgendeiner Art oder Gräser drauf gibt noch. Zum Beispiel, man könnte ja auch statisches Gras hier noch verwenden für die Base. Werde ich mir natürlich auch noch überlegen, da kommt bei mir auch noch was. Zum Beispiel diese ganzen Pflanzen, da sind noch welche auf dem Weg zu mir. Kann ich jetzt nicht machen aktuell, daher bleibt das mal so, ist aber wie gesagt schon etwas, mit dem man auf dem Spieltisch schnell und einfach auf alle Fälle schon mal was anfangen kann, ohne jetzt zu viel Aufwand zu investieren. Und wie gesagt, auch hier bei den Bäumen selbst, die Base ist da genau das gleiche, MDF-Base. Auf diese Base kam ein bisschen Green Stuff drauf, beziehungsweise Milliput, wo dann der Baum befestigt wurde, drauf mit Sekundenkleber. Die Bäume gibt es schon fertig zu kaufen. Da bekommt man für um die 15 Euro eine ganze Packung. Also ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Bäume verbraucht und mehr werde ich nicht brauchen. Also da muss ich mir eigentlich nie mehr was nachkaufen und dann einfach nur hier die Paste drauf gestrichen von AK, dieses Wet Ground, und das eben trocknen lassen und das war es dann schon. Und damit sind die Wälder fürs Spielen fürs Erste schon mal fertig. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Tutorial geholfen oder hilft es für die Zukunft. Wenn dem so ist, dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil dann habe ich auch ein bisschen Info, ob ihr vielleicht mehr dazu sehen wollt oder falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ihr gerne sehen würdet, auch gerne in die Kommentare. Und solltet dir das Video gefallen haben und vielleicht auch du weiteres sehen möchtest, dann schau gerne mal durch, was noch so auf dem Kanal vorhanden ist. Ist ja doch schon ein ganzes Jahr, wo ich Videos hochlade. Und wenn dir das Ganze alles in allem gefällt, überleg dir bitte ein Abo dazulassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao.